Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema die Stärke von Silber versus Gold in den nächsten Monaten. Disclaimer. Die Stärke von Silber versus Gold in den kommenden Monaten. Der Analyst zeigt uns einen Chartvergleich, der unsere Aufmerksamkeit bekommt. Denn Silber wird die Divergenz zu Gold in den kommenden Monaten wieder schließen. Dieser Trend ist deshalb so bedeutsam, da er darauf abzielt, was in den letzten Videos schon beschrieben wurde. Silber ist Treibstoff für Goldaktien. Warum ist es so? Weil wir immer nur dann eine Goldaktienrallye gesehen haben, wenn Silber stärker steigt als Gold. Umgekehrt ist es aber nicht der Fall. Gold hatte schon sein All-Time-Hoch erreicht, Silber hingegen ist noch weit von 50 $ entfernt. Ein weiterer Artikel für das bevorstehende Potenzial von Silber ist unten verlinkt. Ja, das muss man sich mal einfach hier diese Chart auf nochmal genau anschauen. Also es sind immer dann sind die Goldaktien besonders interessant zum Einstieg gewesen, wenn diese Divergenz groß war. Hier sehen Sie das zum Beispiel, achten Sie auf 2009. Sie wissen, da konnte man während der Finanzkrise wurden Gold- und Silberaktien total dezimiert und dann nachher in den nächsten darauffolgenden 2 Jahren ist es absolut explodiert. Und das fällt mit dieser Divergenz zusammen. Also es war da sozusagen eine enorme Verzerrung von Silber nach unten gezogen im Verhältnis zu Gold, also ein großer Freiraum, wie heute übrigens auch. Und dieser wurde dann geschlossen und es waren immer gute Verkaufszeiten für Goldaktien oder es war eben ratsam, Goldaktien zu verkaufen, wenn Silber eben überschossen hat. Und das war sicherlich hier sie ganz links 1980 so, als der Silberpreis 50 $ erreicht haben, war das ein klares Signal, man muss den Goldaktienmarkt verlassen. Und 2011 hatten wir auch ein klares Signal, den Goldaktienmarkt zu verlassen. Und übrigens hier vor der Finanzkrise hat sich das mehr oder weniger auch angedeutet. Hier, das war nach 2008 vor dem Einsturz. Auch da war es sozusagen nah dran. Und es war im Grunde genommen auch ein Signal, den Goldaktienmarkt zu verlassen. Was haben wir denn aktuell für Signale? Ja, wir haben einfach nur die Signale, wir müssen einsteigen in Goldaktien. Das Signal zum Ausstieg von Goldaktien wäre dann, wenn die Silber mit der Goldlinie hier sich wieder verbindet, wahrscheinlich sogar dramatisch überschießt. Ich gehe wirklich davon aus, dass wir ein totales Überschießen des Silberpreises gegenüber Gold haben und das ist dann ein klares Signal für den Ausstieg. Das wir natürlich hier genau beobachten und dann auch das hier bekannt geben. Also es ist eine unglaubliche Chance für Goldaktien. Im Grunde genommen gab es, tja, man muss sagen, noch nie eine derartige Divergenz. Ja, vielleicht abgesehen jetzt hier von dieser Corona-Krise mit diesen Zacken hier Richtung Süden, ganz unten. Und das hat aber auch eine enorme Divergenz. Aber wir sind nicht viel niedriger. Das heißt, es ist eine ungeheure Chance. Und wenn sich diese eruptiv schließt, diese Divergenz durch den stärkeren Anstieg von Silber als Gold, haben wir eine ungeheure Goldaktienrallye, möglicherweise die größte aller Zeiten. Und Sie sehen auch auf der linken Seite nochmal, um 1980 zu kommen, wie das auch überschießen kann. Das ist dann eine derartige Überbewertung von Gold- und Silberaktien, die nachher jede Dimension sprengt. Und das könnte aus dieser enormen Tiefe auch kommen. Eine völlige Übertreibung der Gold- und Silberaktie, vielleicht in einem Umfeld, wo Gold und Silber noch gar nicht so stark gestiegen ist. Das wäre natürlich total in unserem Sinne. Nun gut, wir haben keine Glaskugel. Wir können nur sagen, nach den historischen Maßstäben sind Goldaktien augenblicklich überaus attraktiv und wir sind weit von irgendeiner Form von Überbewertung oder Übertreibung entfernt. Das haben wir erst dann, wenn diese beiden Linien sich treffen, beziehungsweise auch eben Silber Gold massiv outperformen. Das ist ein Verkaufssignal für Goldaktien und das sagt diese Chart aus. Silberproduzent China, 427 Millionen Marktkapitalisierung, moderates bis hohes Risiko.
Das Unternehmen, das mehrere kostengünstige und langlebige Silberminen in China betreibt, kostengünstige und langlebige Silberminen. Sie haben irgendwo Cashkosten zwischen 5 und 10% pro Dollar. Das ist natürlich günstig. Ähm, Seit Beginn der Produktion im Jahr 2006 haben die Minen mehr als 80 Millionen Unzen Silber, 1 Milliarde Pfund Blei und Zink gefördert. Also das haben sie auch noch als Nebenprodukt und allein im Geschäftsjahr 2022 6,1 Millionen Unzen Silber erreicht. Das Geschäftsjahr 2023 erwarten wir eine Produktion zwischen 7 und 7,3 Millionen Unzen. Also es gibt 210 Millionen Unzen Measured and Indicated und dann noch abgeleitete Ressourcen 126 Millionen. Also das sind ihre drei, Sie sehen Sie auch unten die Grafik links, ihre drei Produktionsstätten in China. Dann haben sie noch eine Beteiligung bei New Pacific Metals, eine 28-prozentige Beteiligung. Und die haben ein Silberprojekt in Bolivien mit 165 Millionen Unzen Measured and Indicated und 36 Millionen abgeleitete, die sich in einer PEA, PFS und noch einer Genehmigungsphase findet. Bahnbrechende Entdeckung eines ausgedehnten Goldmineralisierung unterhalb des Silberhorizonts beim Projekt Caragangas im Südwesten Bolivien. Und dann gibt es auch noch Potenzial für eine große silber- und goldhaltige Systeme beim Projekt Silvers 3 südwestlich von La Paz. Ja klar ist Bolivien, ne, das ist durchaus eben auch kritisch zu sehen, wie leider China sicherlich zunehmend auch. Deswegen ist es ein super aufgestelltes Unternehmen. Sie sehen es auch vom Chart, ein Produzent, das hat jetzt wirklich einen attraktiven Einkaufskurs, das kann man nicht anders sagen. Wir sind überhalb des Corona-Tiefs, ist also von 11,25 $ korrigiert jetzt hier und ist irgendwo zwischen 2 und 3 fast noch zu haben, obwohl wir schon über 3. Und ich denke mal, diese Aktie macht sich natürlich jetzt auch dann wieder einen Aufwärtstrend. Und die alten Höhen sollten wieder erreicht werden. Sie sehen, was für ein Potenzialfaktor wir hier errechnet haben. Ich habe einfach mal analysiert 400 Millionen Unzen, das heißt hier aus Bolivien, da eben ein Drittel von, weil sie 28% sitzen, dann auch nochmal Gold da im Whitehorse-Gebiet, da haben sie ja auch nochmal ein Drittel mehr oder weniger von, also 200.000 Unzen. Gratis Metalles habe ich 1 angegeben, das ist hochgradiges Silber. Allerdings bei den Ländern habe ich 0,5, also 50% Abzug gemacht, weil es China und Bolivien ist. Gut, auch etwas Kanada, wie auch immer. Ähm, ja, also das habe ich eben falsch gemacht, da müsste China, Bolivien stehen, also 0,5 Faktor, dadurch senkt sich der Potentialfaktor, würde dann bedeuten, jetzt aktuell von 3,37 bei einem Silberpreis von 50 könnte dann solche Aktie theoretisch auch auf 77,51, also um das 23-fache steigern nach diesem theoretischen Produktionsfaktor. Ja, ist eigentlich gutes, solides Basisinvestment, gerade wenn man jetzt am Silberboom glaubt. Guter Produzent, Explorationspotenzial, sicherlich aber eben, also ist alles top bei dem Unternehmen, abgesehen sicherlich von der Region. China könnte es theoretisch in Zukunft Probleme geben und auch Bolivien. Deswegen würde ich sagen, ist es irgendwo ein Investment zwischen moderatem und hohem Risiko. Ja, Goldaktienbullenmärkte 1970er Jahre. Das ist das, woran es orientieren. Da sind tatsächlich einige Penny Stocks von 15 à 20 Cent auf 10, 20, 30, 40 Dollar gestiegen. Es war gar nicht selten, dass man aus 1000 $ eine Viertelmillion machen könnte. Das ist natürlich das, was uns fasziniert. Ich sage jetzt nicht, dass wir mh, genau sowas auch wiederbekommen, aber sowas in der Art ist vielleicht denkbar, weil wir haben ja in der Vergangenheit hier mehrere Situationen gehabt, wo sich eben die Aktien derartig entwickelt haben. Und ich hatte hier in der Grafik gezeigt, wie diese Divergenz zwischen Gold und Silber dann in den 1980er Jahren, wie die überschossen hat. Und das ist sicherlich eine Manifestation dieser Verhältnisse.
Aber Sie haben auch die Divergenz jetzt hinsichtlich des Einkaufskurses gesehen. Und normalerweise eine Verzerrung nach unten wird eigentlich mit einer extremen Verzerrung nach oben benannt. Das heißt, aus meiner Sicht, bei dieser Tiefe, die man auch überhaupt gar nicht mit den 1970er Jahren vergleichen kann, insbesondere eben jetzt auch bei Silberaktien, ähm, ist möglicherweise so ein Potenzial denkbar. Und ich hatte ja gestern im Video auch gesagt, dass da auch manchmal Situationen auftreten, wo dann gesagt worden ist, dass von Silber Penny Stocks keine weniger als so das 160-fache gestiegen ist. Das gilt jetzt vielleicht nicht für diese derartigen Produzenten. Ne? Man sollte sicherlich nicht alles da an Penny Stock machen, sollte es gut mischen, gut performende nachkaufen etc., verschiedene Risikostufen nehmen, moderates, wie zum Beispiel jetzt die, hohes Risiko und einige Gambles und das ständig beobachten und einige nachkaufen, sodass man sich den optimalen Wert annimmt. Mit etwas Glück hat man vielleicht dann solche Aktien mit drin. So würde ich das vielleicht angehen. Ne? Aber völlig ausschließen würde ich solche Entwicklungen nicht. Das hat es immer wieder gegeben und meiner Meinung nach stehen wir von einer Entladung des Silberpreises. Dave Kranze hat da jetzt nochmal ein Video zu gemacht. Also da ist was unterwegs. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich so kommen, dass wir in den nächsten 6 bis 9 Monaten von einer Verdopplung des Silberpreises ausgehen. Da wird kaum jemand mitkriegen, aber für Gold- und Silberaktien ist das wirklich, gerade Penny Stocks, also ist das wirklich ein ungeheuer wichtiges Ereignis. Und um daran profitieren zu können, muss man eben solche Penny Stocks mit großen Ressourcen kaufen, das schön verteilen, nicht nur auf eine Aktie setzen, um möglicherweise an diesem Boom, an dieser Silberpreisverdopplung im Endeffekt profitieren zu können, optimal profitieren zu können. Ja, 1000-Wecker-Report. Wir versuchen genau diese Aktien zu identifizieren, zu sortieren nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko, haben auch eine Exit-Strategie entwickelt. Bei Interesse erstellen wir auch einen Portfoliovorschlag mit persönlicher Beratung. Einlagen von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte. Warum erwähne ich das? Meiner Meinung nach muss man sich eben vorbereiten, dass man seine potenziellen Gewinne von Gold- und Silberaktien auch dementsprechend versilbert beziehungsweise in physische Metalle anlegen kann. Das muss man vorbereiten, um nicht in eine gewisse Panikphase etc., wenn die Edelmetallhändler belagert werden etc., dass man da nicht, sage ich mal, in der Masse da quasi da weggetreten wird. Also die machen Einlagerung von Gold und Silber im Zollfreilager in der Schweiz und sind jederzeit immer an physische Ware bekommen. Also es ist eine Überweisung, es ist auch nicht immer in der Menge abhängig und es wird sofort eingelagert. Also genauso leicht ist der Verkauf oder Umtausch zum Beispiel von Silber und Gold im Rahmen des Zollfreilagers. Ähm, Wenn Sie jetzt Gewinner oder Geld haben und Sie wollen sich mit Edelmetallhändlern auseinandersetzen in einer Sache, wo viele Leute kaufen wollen, das natürlich zu hohen Aufschlägen etc. führt, ist dann sowas vielleicht die Alternative? Oder es gibt auch Begrenzungen bei normalen Edelmetallhändlern. Also Sie überweisen einfach und sofort ist es gut geschrieben und das können Sie sich auch ausliefern lassen. Hauptsache, Sie machen erstmal die Transaktion. Meiner Meinung nach sollte man sich so ein Depot oder so ein Konto anmelden. Man sollte das einfach mal schon mal durchexistiert haben, einige 100 € schon mal überweisen, um nachher, wenn zum Beispiel da 15, 15.000, was weiß ich, oder diese Gewinne denn da reingeht, dass es auch so gut umgesetzt wird. Also da würde ich mich mit beschäftigen und das schon ein paar Mal durchspielen, weil ich nehme mal an, in genau 6 bis 9 Monaten haben wir diese Situation. Und wie gesagt, es ist ein Händler, das immer in Edelmetalle gekommen und Sie können sich auch ausliefern lassen. Es ist einfach ist einfach eine Vorbereitung auf diese Situation. Könnte sehr interessant werden, sollte man sich auch. Ja, sonst generell natürlich die Vergleichsportale immer nutzen, um keine überteuerte Ware zu kaufen. Ansonsten ein paar nützliche Informationen. Mit welchem Broker können Sie in der EU arbeiten und welchem Broker in der Schweiz? Wo kann man Edelmetalle einlagern? In der Schweiz oder direkt ein Schließfach beispielsweise in Zürich, was zum Beispiel so für 200 $ ist, da fahren Sie mit dem Zug hin, liefern ein, nicht weit vom Bahnhof und
können dementsprechend das können Sie machen. Dann gibt es auch noch einen Einlagungsservice in Liechtenstein. Ja, Langfristchart von Gold, Silber, Uran und anderen wichtigen Rohstoffen, Goldaktienindex, GDX und GDXJ, Goldaktien, Goldratio, auch Literatur über Goldaktienbewertung, ja, weitere internationale Goldaktienseiten COCA, das sind Diskussionsforen, wo die Aktien in der in englischsprachigen Welt diskutiert werden, ziemlich ausführlich, kann man viele Informationen rausholen, meines Erachtens. Weitere Videos von Experten, wie zum Beispiel Uwe Bergold etc. Ähm, ja, ich habe ab und zu mal Zustellungsprobleme. Es liegt manchmal am Spam. Wenn Sie also auf irgendwas warten, nicht bekommen, nicht warten, sondern mir einfach kurz Bescheid geben, entweder eine Mail schreiben und wenn ich darauf nicht reagiere, aus irgendwelchen Gründen, einfach anrufen. Und ich würde Sie dann, sobald es mir dann möglich ist, zurückrufen und die Thematik klären. Ja, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das Thema oder das Video soweit gefallen hat. Ansonsten würde ich Sie nochmal bitten, vielleicht die Glocke zu aktivieren, dass Sie immer über neue Videos sofort informiert werden. Also nochmal besten Dank und bis zum nächsten Mal.